Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Heute möchte ich diesen Podcast unter das Thema meines Walk for Future stellen und vor allem auch besprechen oder erklären, warum ich diese Challenge dieses Jahr ins Leben gerufen habe, Walk and Save Challenge, und was das auch für euch tun kann, was das mit einem gelingenden Leben zu tun hat und ja, was es euch auch bringen kann, wenn ihr hier mitmacht. Es ist wirklich meine tiefste Überzeugung, dass ihr hier gewinnen könnt, nicht nur deshalb, weil es am Ende dieser dieser Challenge-Periode auch Gewinne einzuheimsen gibt, sondern weil ihr für euch selbst das Wichtigste gewinnt, nämlich physische und auch emotional verbesserte Gesundheit. Also da geht es nicht nur um Fitness, sondern tatsächlich eine holistische Gesundheit und zweitens auch eine hoffentlich bessere Gesundheit eures Geldbörsels, weil wir einfach so oft Ausgaben treffen, die nicht notwendig sind oder wo wir uns später dann sagen, na ja, im Moment hat uns das nicht wehgetan, aber eigentlich hätten wir es uns auch sparen können. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn raus aus diesem Automatismus zu kaufen? Und da komme ich eben zum Dritten, nämlich hin zu einem ein gelingendes Leben entsteht einfach immer aus bewussten Entscheidungen. So weit wie möglich wir diese bewusst treffen können, dass wir eben aus Automatismen rauskommen, dass wir aus Mustern aussteigen, die uns immer wieder in dieselben Bahnen lenken und dass wir es schaffen, ein Leben zu gestalten im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur leben, sondern eben tatsächlich gestalten. Und dass es letztendlich zu dem wird, wie wir uns das idealerweise vorstellen, dass uns immer mehr entgegenkommt, wie es uns Spaß macht und was uns, ja, wie wir uns das vorstellen. Und die mich sehen, die sehen mich auch in einem eigenen Design. Also ich stehe da jetzt mal kurz auf. Seht, das ist jetzt so ein auch ein Jumpsuit, den ich aus einem völlig natürlichen Material, Tencel habt ihr ja vielleicht schon gehört. Ähm, und dieses Material fühlt sich einfach unglaublich gut an. Also ich weiß nicht, ob ich diesen Jumpsuit mitnehmen kann, denn ich möchte mein Gepäck bei diesem Walk for Future ja sehr, sehr reduzieren. Aber wenn es funktioniert, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Also kleine Frage, vielleicht ein kleiner Diskurs oder Exkurs dazu, warum mache ich denn das jetzt noch einmal? Ich hatte ja letztes Jahr bin ich knapp 8,5 Wochen zu Fuß gegangen, fast die ganze Strecke zu Fuß von Klosterneuburg nach Paris, also fast 1.500 Kilometer. Und ich war danach ja doch, habe ich auch immer wieder gesagt, ein bisschen frustriert. Von dem her, dass ich nicht die Reichweite hatte, nämlich nicht, was die Medien betroffen hat, sondern was die Menschen betroffen hat, die sich davon inspirieren ließen, etwas in ihrem Verhalten zu verändern oder also mit mir mitzugehen, auch virtuell mitzugehen, einfach hier etwas zu machen. Vereinzelt, also ich weiß ja, ganz wenige haben mir direkte Rückmeldung gegeben. Insofern weiß ich gar nicht, wie viel ich hier erreicht habe. Aber wenn ich jetzt einmal nur die sozialen Medien mir anschaue, also vor allem Instagram, wo ich die Gedanken hatte, dass hier die Mehrheit mir folgt und sich ja ein bisschen mitnehmen lässt und sich inspirieren lässt, dann ja, hat einfach hier wahrscheinlich auch der Algorithmus hier einfach dagegen gespielt und viele von meinen Followern haben diese Aktion gar nicht so richtig mitbekommen. Und ich habe schon sehr viel investiert, also nicht nur Energie und Zeit, sondern natürlich auch ein bisschen Geld. Und die Frage ist, was habe ich damit erreicht? Und lohnt es sich hier noch einmal eines draufzusetzen? Und nach einer Zeit
habe ich dann doch mir gedacht, ja, ich werde das nicht einfach nur so abhaken, denn dann wäre es etwas, was eben nicht zufriedenstellend war. Und ich möchte Dinge einfach so machen, dass ich weggehen kann von ihnen und sagen kann, ich habe etwas erreicht. Ich habe einen Erfolg eingefahren. Vielleicht nicht den maximalen, den ich einfahren konnte, aber für mich ist es so, dass ich das abschließen kann und weitergehen kann. Und so ist es bei diesem Projekt noch nicht gewesen. Also ich glaube schon, dass es jetzt an der Zeit ist, etwas zu tun, dass wir jetzt auch einen Bewusstseinsgrad alle miteinander erreicht haben, der es uns ermöglicht, äh, ganz bewusste Entscheidungen zu treffen und etwas anderes zu machen. Also sozusagen die gesellschaftliche Bewusstseinslage hat sich erhöht in dem Bereich und deshalb ist jetzt auch die richtige Zeit, hier noch einmal dieses Projekt voranzutreiben und noch einmal zu versuchen, Menschen mitzunehmen. Und das war das zentrale Element, die zentrale Frage, wie kann ich es schaffen, denn das ist es ja, was mich antreibt, nicht irgendetwas jetzt zu verkaufen oder auch für mich ein großartiges Projekt oder wo jeder sagt, "Boah, Wahnsinn, wie weit ist sie da jetzt wieder gegangen?" Das ist nicht, was ich erreichen möchte, sondern was ich erreichen möchte, ist, dass jeder Einzelne und jede Einzelne, die ich hier erreiche, etwas in ihrem Leben verändert und zwar zum Positiven. Für sich selbst, aber auch natürlich für die Umwelt. Aber ich glaube, dass das absolut miteinander zusammenhängt. Also das eine geht gar nicht ohne das andere. Und so ist diese Challenge entstanden, Walk and Save, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass wir, wenn wir gehen, wenn wir regelmäßig zu Fuß gehen, das für uns als Gesamtsein äh, also gesund ist und positiv ist. Nicht nur von einem körperlichen Aspekt her, weil wir eben, soweit wir gehen können, ja, oder soweit wir uns eben bewegen können, es sind ja nicht alle so, dass sie jetzt wahnsinnig weit gehen können, da gibt's vielleicht, Behinderungen, da gibt's einfach Einschränkungen. Aber wenn wir uns bewegen, soweit es uns möglich ist, und zwar regelmäßig und das gar nicht mit Drill, sondern einfach in einer angenehmen Art und Weise, dann fördert das unsere physische Fitness und physische Gesundheit. Interessanterweise, in dieser Woche läuft auch gerade eine Spezialthematik auf Ö1, den Sender, den österreichischen Sender, den ich am liebsten höre, ganz einfach deshalb, weil er so interessante Informationen auch immer wieder gibt und so interessante Themen anspricht und wirklich in einer 360-Grad-Art beleuchtet. Und diese Woche geht es eben um das Thema Gesundheit und wie wir diese Gesundheit fördern können. Und das Gehen hat wieder einen zentralen Bereich in diesem Thema. Also diese angenehme Bewegung, soweit es uns, also ohne gehen oder sich zu bewegen, wie es einem möglich ist, ohne großartige Anstrengung. Und wenn wir tatsächlich uns hinausbegeben und diese angenehme Bewegung spüren, dann werden wir feststellen, dass sie auch uns hilft, uns zu integrieren, also Geist und Körper zu integrieren, weil automatisch, wenn wir uns in einer angenehmen Art, die uns nichts abverlangt, bewegen, dann kommt der Geist zur Ruhe oder bei manchen, bei mir ist es zum Beispiel so, dann kommt er erst so richtig ins Laufen. Also ich werde so richtig inspiriert, mir kommen dann 100.000 Ideen, wenn ich so auf dem Weg bin und dann nichts anderes denken muss, also nicht zielgerichtet denken muss und mich nicht anstrengen muss. Und andere wiederum kommen dann total zur Ruhe und beides ist einfach etwas, das uns dann praktisch als Person in unserer Persönlichkeit unterstützt und integriert, ja, dieses Geist-Körper-Gefüge. Und das Dritte ist diese emotionale Komponente. Das heißt, wenn wir ähm,
aufgebracht sind, wenn wir nervös sind, wenn uns irgendwelche Dinge belasten in die eine oder andere Richtung, ähm, weil wir eben in Gedanken mit ihnen sind, dann ist es so, dass wir uns hier durch diese gleichförmige Bewegung, unangestrengte Bewegung einfach ähm, ja, entspannen können und vielleicht auch eine gewisse Distanz finden zu Dingen, die uns aufreiben, die uns also emotional so beanspruchen, dass wir dann keine guten Entscheidungen mehr treffen können, dass wir uns dann vielleicht von irgendetwas anderem abhängig machen, ähm, anstatt eben unsere Entscheidungen, soweit es uns möglich ist, für uns alleine bewusst zu treffen, so dass sie für uns passen. Und das ist ja das Zentrale eines gelingenden Lebens, dass wir Entscheidungen treffen, die für uns richtig sind, für niemanden sonst, sondern für uns. Und deshalb ist dieses Gehen oder eben diese Bewegung, soweit sie uns möglich ist, in einer angenehmen, unangestrengten Art, dieses regelmäßige, so wichtig für uns selbst, für uns als gesamten Menschen. Das ist das eine. Der zweite Teil ist das Save, also das Sparen. Und ich war ja und bin auch immer noch schon jahrzehntelang nicht umsonst Trainerin und Coach, sondern weil ich mich immer damit befasst habe, wie kann man sich als Mensch weiterentwickeln? Wie funktioniert das, dass man aus Mustern ausbricht, dass man neue Fähigkeiten entwickelt, dass man sich selbstbewusst entwickelt? Und da ist es wesentlich, dass wir eben ein Bewusstsein, das sich einmal geformt hat, in bestimmte Handlungen übersetzen. Denn wir leben in Handlungen. Unser Leben entwickelt sich nicht dadurch, dass wir es denken, sondern dass wir handeln. Und letztendlich, wenn wir eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung aber nur in unserem Kopf bleibt, dann ist da auch schon viel gewonnen, weil wir vielleicht bestimmte Dinge sehen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Wenn sich das Bewusstsein öffnet, dann können wir eben viele Dinge plötzlich wahrnehmen, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. Es öffnet sich eine Tür. Aber wenn wir durch diese Tür nicht durchgehen, dann wird sich trotzdem nichts verändern. Das heißt, wenn wir dann eine Chance sehen, aber sie nicht ergreifen, dann wird sich nichts verändern. Wenn wir uns bewusst sind, dass uns ein bestimmtes Handeln, ein bestimmtes Muster nicht weiterbringt, nicht auf die nächste Ebene unseres Lebens bringt, dort, wo wir sagen, da möchte ich hin, da ist eigentlich, das stelle ich mir wunderbar vor für mich. Wenn ich diese Handlung nicht mache, dann wird sich nichts verändern. Das heißt, wir müssen unser Bewusstsein in Handlungen übersetzen. Und das ist ja genau das, was ich als im Training immer gemacht habe, dass ich eben in meinen ein, zwei, dreitägigen Trainings Menschen dazu befähigt habe und ermutigt habe, andere Handlungen auszuprobieren. In einem gesicherten Rahmen, in einem geschützten Rahmen. Und genau so möchte ich das jetzt hier machen. Wenn wir eine bestimmte wenn wir ein bestimmtes Konsumverhalten haben und es uns schwerfällt, Nein zu sagen, wenn wir immer wieder so diese kurzfristige Lust befriedigen wollen oder spüren wollen und diese auch haben wollen, indem wir einen Spontankauf tätigen, den wir nachher dann wieder bereuen oder der von einer Qualität ist, wo wir sagen, wir können dieses Teil eigentlich gar nicht lange anziehen, es gehört sofort wieder auf den Müll und dadurch unsere Kleidungsmüllberge immer höher werden. Also wenn wir aus diesem Handeln nicht aussteigen, und zwar massiv und zwar weltweit, dann werden wir bald in unseren Müllbergen ersticken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir versuchen, dieses Bewusstsein, dass es notwendig ist, hier auszusteigen, eben auch in Handlungen zu übersetzen und hier auch positive Rückmeldung für uns zu bekommen. Das heißt, ein positives Ergebnis. Und hier kommt diese Spar-Challenge hinein, wo ich eben ermutigen möchte, im Team, in einer Community es auszuprobieren, 1 Monat lang erstens keine Fast Fashion zu kaufen, keine Impulskäufe zu tätigen,
überhaupt keine neuen Kleidungsstücke zu kaufen. Und wenn man ohnehin wenig kauft, dann irgendwo anders versucht noch zu sparen, irgendwo anders noch sagt: Da gibt es noch Käufe, die ich vielleicht auch reduzieren könnte oder die ich nicht unbedingt brauche.“ Und das, was dieser Kauf gekostet hätte, auf die Seite zu legen, ins Sparschwein zu stecken, um dann am Ende dieses Monats zu sehen, was hat man sich erspart? Was ist das, die Summe Geld, die ich besser investieren könnte. Ob das jetzt in bessere Kleidung ist, ob das jetzt in mich selbst ist, ob das jetzt einfach nur in ein Dinner ist, mit meinem Liebsten oder mit einer Freundin oder was auch immer es ist. Es ist dann ein bewusstes Investment. Es ist keine Ausgabe, sondern es ist ein Investment, das ich in mich selbst tätigen kann. Und wofür ich auch dann ein bisschen gespart habe, indem ich all die Ausgaben, die ich vorher einfach gemacht hätte, eben nicht gemacht habe. Und das ist so eine Handlungsanleitung, wo ich als Coach sagen würde, das ist etwas, was du leicht schaffen kannst. Das ist der nächstmögliche Schritt und du hast danach ein positives Ergebnis. Wenn es sich gut anfühlt, dann wirst du diese Handlung weiter fortsetzen. Und genau das möchte ich erreichen. Genau hier möchte ich ansetzen. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß ja, dass ich im Juli begonnen habe mit einer 90 Days No New Clothes Challenge von Remake. Und ich sag euch, ich habe in den ersten 90 Tagen habe ich trotzdem 3 Teile in meinen Kleiderschrank dazu bekommen, ein Secondhand-Stück, ein Accessory und ein Kleidungsgeschenk, das ich bekommen habe und, äh und einen Mantel, den ich unbedingt haben wollte, also, weil er einfach großartig ist von einer tollen Designerin und dann nichts mehr. Das heißt, seit Oktober von Oktober und jetzt haben wir Anfang April, habe ich nichts gekauft. Und zwar nur deshalb, weil ich festgestellt habe, ich habe alles. Da muss ich jetzt, eine Korrektur machen, denn ich habe ein Teil, von Earthletica. Das ist ja eine Brand, die mich auch überzeugt hat, durch ihre nachhaltige Entwicklung von, Yoga und Activewear. Und die wollte ich unbedingt ausprobieren. Also, hier habe ich eine Ausnahme gemacht und ich habe mir selbst genäht. Und, das ist eben ein Teil von dem, was ihr jetzt, auch seht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich habe es mir abgewöhnt zu shoppen. Ich habe es mir schlicht und einfach abgewöhnt. Und es ist nicht so, dass ich mich nicht der Verführung ausgesetzt hätte. Nein, ich bin auch in Geschäfte gegangen. Ich habe auch Dinge probiert, aber oft schon, bevor ich überhaupt in die Kabinen gegangen bin mit meinen 10 Kleidungsstücken, bin ich wieder zurück, habe sie wieder fein säuberlich dorthin gehängt, wo ich sie hergenommen habe, weil ich gesagt habe: „Eigentlich ist mir das zu schade um meine Zeit, zu mühsam, hier diese Dinge anzuprobieren, wo ich jetzt schon weiß, dass sie mir passen würden, dass sie mir wahrscheinlich gefallen würden, aber dass ich sie ganz einfach nicht brauche. Dass ich sie nicht nur nicht brauche, sondern dass sie mir auch wahrscheinlich nur sehr kurzfristig Freude bereiten würden. Und deshalb sind die Geschäfte, wo ich früher so gerne hineingegangen bin, und das sind, ja, die großen Marken, Mango, Zara, auch H&M. Ähm, ich bin nicht mehr hineingegangen und die haben an mir einfach nichts verdient. Wo ich jetzt schaue, ist kleine Läden, nachhaltige Läden. Wo kriege ich das, was auch mir entspricht, in der richtigen Art und Weise? Und hier kommt natürlich der dritte Teil dieser Challenge auch ins Spiel. Ich möchte euch wieder Marken vorstellen, die die ich cool finde, die ich einfach auch fashionable finde, wo man nicht von der Weite sieht, das ist Öko, weil da werden wir nicht weit kommen. Ich möchte so auch nicht betrachtet werden. Ich möchte in keine Kategorisierung, in keine Schublade hineingesteckt werden, nur weil ich mich, wirklich dafür engagiere und weil es mir wichtig ist, nachhaltig und gut zu kaufen. Ich möchte, dass das Stile sind, die mir entsprechen. Und genau solche Marken
habe ich gefunden. Genau solche Labels habe ich auch dazu eingeladen, hier mitzumachen, und genau solche Labels haben auch zugesagt, und es gibt wunderbare Gewinne, die ihr dann gewinnen könnt, wenn ihr einen Monat vorher bei der Challenge mitmacht und sie auch durchhaltet. Und, ja, dazu lade ich euch jetzt recht herzlich ein. Ich verlinke euch natürlich den Challenge-Link in den Shownotes und freue mich, wenn ihr dabei seid. Es geht vom 1. Mai 2025 bis zum 31. Mai läuft die Challenge, und ja, es geht darum, eine Community zu bilden, unabhängig von sozialen Medien, nämlich eben über die Webpage. Auch auf den sozialen Medien wird das Ganze zu finden sein natürlich, aber es ist mir wichtig, dass wir hier auch einen geschützten Rahmen, so wie ich das normalerweise im Training mache, dass ich so einen geschützten Rahmen auch zur Verfügung stelle. Deshalb meldet euch an auf walk4future.com. Ihr findet den Link in den Shownotes. Alles Liebe.